Die Surface-Reihe hat sich seit dem Original Surface RT ständig weiterentwickelt. Was die neueste Generation zu bieten hat, erfahrt ihr jetzt in meinem Test vom Microsoft Surface Pro 4. Freut euch drauf! In meinem Test möchte ich heute zum einen das Surface Pro 4 als neues Gerät testen, aber auch vergleichen, wie sich die Surface-Reihe seit dem Anfang verbessert bzw. verändert hat. Waren die ersten Surface-Geräte noch in einem dunklen Gehäuse gehalten, kommt das neue Pro 4 in einem silbernen Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung. Die sieht zum einen sehr schick aus, zum anderen sieht man die Fingerabdrücke nicht so stark. Die Verarbeitung ist nach wie vor sehr hochwertig. Unverändert ist auch die kantige Designsprache, die leider nicht immer optimal in der Hand liegt, aber dafür sehr gut aussieht. Die Basis-Hardware ist seit den Anfängen auch unverändert, ein Tablet mit Kickstand, Full-Size USB-Port, MicroSD-Kartenleser sowie einem Videoausgang. Man könnte das Ganze als bewährtes Konzept bezeichnen, könnte aber auch sagen, dass ein zweiter USB-Port wünschenswert wäre, genauso wie NFC oder die Möglichkeit, eine SIM-Karte einzulegen. Generell ist viel neue Technik verbaut, die neueste Generation der Intel Core-Serie, je nach Wahl zwischen 4 und 16 GB Arbeitsspeicher sowie bis zu 512 GB Festplattenspeicher. Das liest sich auf dem Papier ganz gut und fühlt sich im Alltag auch genauso gut an. Das Device startet schnell und generell fühlt sich alles sehr performant an. Weniger anspruchsvolle Spiele, beispielsweise Counter-Strike oder das neue Lara Croft Go, laufen absolut flüssig. Anspruchsvolle Software, zum Beispiel von Adobe, funktioniert natürlich auch und so können zum Beispiel Full HD Videos problemlos geschnitten werden. Die Wiedergabe von 4K Videos läuft ebenso absolut ruckelfrei. Das alles ging allerdings mit kleinen Abstrichen auch schon auf dem Pro 2, daher gibt es andere Dinge, die eher als Verbesserung ins Auge stechen. Da ist zum einen das großartige Display, das deutlich heller ist als beim Pro 2, deutlich höher auflöst und auch deutlich größer ist. Schon allein wegen des besseren Displays lohnt sich eigentlich für Besitzer älterer Geräte der Umstieg. Dabei ist das Pro 4 in der Tiefe deutlich geschrumpft und aktuell überhaupt das dünnste Surface Tablet am Markt. Vergleichbare Ultrabooks, zum Beispiel das MacBook Air, sind hier teilweise sogar dicker. Das Gewicht liegt nun bei knapp unter 800 Gramm und ist im Vergleich zum Pro 2 um fast 150 Gramm reduziert. Das heißt in der Praxis, dass man das Gerät auch mal für längere Zeit gemütlich in der Hand halten kann. Mit angeschlossener Tastatur kommt das Gewicht auf fast genau 1,1 Kilogramm. Im Schoß lässt sich jetzt auch besser arbeiten, da durch den flexibleren Kickstand die Gefahr vermindert wird, dass das Tablet überkippt. Während der Kickstand anfangs nur in ein bzw. zwei Positionen einstellbar, ist er jetzt durchgehend frei einstellbar und fühlt sich dabei auch stabil an. Wie das nach einem Jahr aussieht, muss man allerdings abwarten. Beim Pro 2 hat der Kickstand nach einigen Jahren Benutzung deutlich an Spiel gewonnen. Ebenfalls keine Neuerung, aber dafür deutlich verbessert, ist der mitgelieferte Stift. Der braucht nun eine Batterie, kann dafür aber auch mehr. Durch Drücken der Oberseite kann man Screenshots anfertigen, Cortana öffnen oder Notizen erstellen. Leider kann man für die Notizerstellung nur die OneNote-App benutzen, die Desktop-Variante wird aktuell nicht unterstützt. Das Schreibgefühl ist auch deutlich besser als beim Pro 2, da die Spitze mehr Widerstand bietet. Zudem fühlt sich das Ganze präziser an, da der Abstand zwischen dem Glas und dem LCD-Panel verringert wurde. Zum Rand hin wird der Stift allerdings genauso unpräzise wie sein Vorgänger. Das magnetische Anbringen am Tablet ist jetzt auch besser gelöst, da der Ladeport nicht mehr bedeckt wird. Halten tun beide Lösungen gleich gut bzw. schlecht, je nachdem wie man es sehen möchte. Als nettes Extra installiert Microsoft noch die App Drawboard PDF mit vor, mit der man tatsächlich sehr gut PDFs betrachten, aber auch mit Notizen versehen kann. Für mich als Student ein willkommenes Extra. Genauso gut sind auch die neuen Kameras, mit denen kann man jetzt auch anständige Fotos anfertigen, zum Beispiel um Dokumente abzufotografieren. Das ging bisher kaum, weil die Bilder unglaublich schlecht und unscharf waren. Ganz neu mit dabei ist Windows Hello und die Möglichkeit, das Surface mit Hilfe einer Infrarotkamera und Gesichtserkennung zu entsperren. Das klappt erstaunlich gut, ist zwar nur eine Kleinigkeit, die macht aber viel Freude und man gewöhnt sich einfach sehr schnell dran, sodass man diese Funktion nicht mehr vermissen möchte. Kommen wir nun noch zum wohl wichtigsten Zubehörteil, der Tastatur. Das neue Typecover fühlt sich um Welten besser an als die bisherigen Typecover und ist auch kein Vergleich mehr zum unglaublich miesen Touchcover, das wie ich finde eine Zumutung war. Die Tasten ziehen jetzt weiter auseinander und lassen sich besser erfühlen, der Druckpunkt geht für die Tiefe der Tastatur absolut in Ordnung. Das neue Touchpad lässt sich nun auch endlich präzise bedienen
und ist nun aus Glas statt aus dem rauen Material der früheren Cover gefertigt und fühlt sich entsprechend angenehmer an. Hier hat tatsächlich ein Riesensprung stattgefunden. Sprechen wir noch über die Probleme. Zum einen kommt die Akkulaufzeit niemals an die versprochenen 9 Stunden ran, zwischen 6 Stunden im Office-Betrieb bis 2,5 Stunden bei intensiveren Aufgaben, zum Beispiel Photoshop, ist wirklich alles möglich, aber niemals 9 Stunden, wenn man tatsächlich normal arbeitet. Ebenfalls erwähnen sollte man, dass der Lüfter durchaus zu hören ist und auch relativ flott anspringt, sobald es mal etwas anspruchsvoller wird, zum Beispiel Games oder Videoschnitt. Hier hat sich seit dem Pro 2 leider kaum etwas getan. Zudem läuft es noch nicht an allen Ecken ganz rund und das Gerät hat sich schon ein paar Mal aufgehangen. Ganz schlimm war es mit Adobe Premiere, hier konnte das Problem allerdings durch eine Neuinstallation behoben werden. Zudem sollte noch gesagt werden, dass das Display überhaupt nicht für den Außeneinsatz geeignet ist, da es weiterhin ziemlich stark spiegelt. Wie lautet mein Fazit zum Microsoft Surface Pro 4? Lohnt sich der Umstieg für Besitzer älterer Surface-Geräte, zum Beispiel dem Pro 2 oder dem Surface RT? Meiner Meinung nach absolut. Das Gerät bietet ein fantastisches Display, ist deutlich dünner geworden und bietet generell ziemlich viel Leistung. Lohnt sich das Gerät aber auch für Neueinsteiger? Hier ist die Frage zu beantworten, ob man ein Tablet möchte, das unglaublich vielseitig ist und gleichzeitig viel Leistung liefert. Wird diese Frage mit Ja beantwortet, dann kann man beim Microsoft Surface Pro 4 nicht viel falsch machen. Wie gesagt, die Leistung ist wirklich außergewöhnlich, es bietet sehr viel Power. Bis auf die Akkulaufzeit muss man auch kaum Einschränkungen machen. Was man allerdings beachten sollte, es gibt aktuell noch einige kleine nervige Bugs, die bei so einem Premium-Gerät eigentlich nicht auftreten sollten. Zum Beispiel, dass das Gerät sich teilweise einfach aufhängt. Deshalb sollte man vielleicht noch 1 bis 2 Monate warten, bis solche Bugs per Software-Update gefixt werden. Ansonsten kann ich das Microsoft Surface Pro 4 eigentlich jedem nur ans Herz legen. Danke fürs Einschalten, mein Name ist Jean, bis zum nächsten Mal. Ciao!